Ich starte auf dem Mark-Engels-Forum direkt gegenüber dem Nikolaiviertel, das hier im Hintergrund zu sehen ist. Das ist der Berliner Dom, der von 1894 bis 1905 gebaut worden ist. Ich wohne seit 20 Jahren in Berlin und eigentlich wird immer irgendwo etwas renoviert an dem Dom. Das wieder aufgebaute Schloss kommt in Sicht, heute das Humboldt-Forum genannt. Es beherbergt mehrere Museen und ist Veranstaltungsort. Blick über die Spree Richtung Süden. Dies ist die Replik eines altindischen Tores. Nachempfunden ist es dem berühmten Osttor von Sanchi. Im Hintergrund sieht man den Turm des Roten Rathauses. Das Schloss wurde während des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigt. 1950 und in den Jahren darauf wurde es von der DDR-Regierung abgerissen. Das Portal ist hell gestaltet und man findet hier Infotafeln zu den Events, Informationen zu den Museen und auch ein Restaurant. Der sogenannte Schlüterhof, hier auf einem Bild von 1830. Und wie man sieht, ist das neu gebaute Schloss sehr nah am Original.
Jetzt sind wir im zweiten Innenhof. Ich weiß gar nicht, ob der einen eigenen Namen hat, so wie der Schlüterhof. Mir ist keiner bekannt. Dieser Hof ist nicht komplett reproduziert worden. Es ist eine Mischung aus historischen und modernen Fassaden. Der Rittersaal war einer der Prunksäle des alten historischen Schlosses. Dieses Bild zeigt den Saal um ca. 1900. Der Prunksaal heißt Rittersaal, weil er von den Rittern des Schwarzen Adlerordens gestiftet wurde. Er wurde auch Thronsaal genannt und dieses Bild stammt ca. von 1844. Während das Humboldt-Furien von der Fassade her auf 3 Seiten reproduziert worden ist und auch einer der Innenhöfe historisch nachempfunden ist, so sind die Ausstellungsräume innerhalb des Humboldt-Forums komplett modern. Dies ist die Treppe hoch zu einem der Museen. Dies ist eines von vielen Ausstellungsstücken in den Museen des Humboldt-Forums. Dieses Kanu stammt aus Papua-Neuguinea. Ich bin nicht sicher, ob die hier noch nicht fertig geworden sind oder ob schon wieder etwas reparaturbedürftig ist. Jedenfalls sieht es ziemlich nach Baustelle aus. Dort, wo früher das Schloss stand und heute das Humboldt-Forum, stand in der Zwischenzeit der Palast der Republik. Er wurde 1977 eröffnet und ab 2006 schrittweise wieder abgerissen. Wenn man das Humboldt-Forum verlässt und über die Straße geht, befindet man sich direkt im Lustgarten von Berlin. Gegenüber am anderen Ende liegt das alte Museum.
Die große Granitschale steht direkt vor dem Alten Museum im Lustgarten. Sie hat einen Durchmesser von etwa 6,9 Metern und ein Gewicht von etwa 75 Tonnen. Eigentlich sollte die große Granitschale in der Rotunde des Museums aufgestellt werden. Da sie aber größer war als ursprünglich geplant, musste ein Platz vor dem Museum für sie gefunden werden. Wenn man um die Ecke biegt, sieht man im Hintergrund die alte Nationalgalerie. Links neben der Nationalgalerie befindet sich das Neue Museum und weiter im Hintergrund, hier nicht zu sehen, das Bode-Museum. Das ist der Grund, warum dieser Bereich auch Museumsinsel heißt und zwischen zwei Armen der Spree liegt. Das sind die berühmten Kolonnaden auf der Museumsinsel. Dabei handelt es sich um einen Kolonnadenhof. Die Idee geht auf Karl Friedrich Schinkel zurück, den Architekten des ersten Museums hier. Der Kolonnadenhof hat insgesamt 3 Seiten mit Säulengängen und sie umschließen den kleinen Garten der alten Nationalgalerie. Die gesamte Museumsinsel ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Dieses Foto von 1899 zeigt die 3 Seiten der Kolonnaden. Aufgenommen wurde es vom Berliner Dom aus. Auf der rechten Seite sieht man die Spree und im Hintergrund ist die Theologische Fakultät der Humboldt-Universität zu sehen.
Wir biegen ab in den zweiten Kolonnadengang. Dies ist ein netter Brunnen vor der Alten Nationalgalerie. Allerdings ist er im Moment gegen den Frost abgedeckt. Als Zeichen der Solidarität weht auf der Alten Nationalgalerie die ukrainische Fahne. Vor uns liegt das neue Museum. Dort wird auch die berühmte Büste der Nofretete gezeigt. Im Hintergrund ist ein weiteres Museum zu sehen, nämlich das Pergamon-Museum. Hier nochmal die Alte Nationalgalerie von der Seite. Der Bau wurde geplant von Friedrich August Stüler und wurde ab 1876 umgesetzt und gebaut. Das Gebäude ist im Stil des Klassizismus und der Neorenaissance ausgeführt worden. Von der Seite sieht man deutlich, dass das Gebäude an einen Tempel erinnert. Hier sieht man nochmal schön die beiden Gänge der Kolonnaden. Ein Blick zurück über den Garten auf die Alte Nationalgalerie. Im Sommer ist hier viel los und die Leute genießen diesen schön gestalteten Garten mitten in der Stadt. Die historischen Kolonnaden gehen über in die modernen der James-Simon-Galerie. Die neu gebaute Galerie ist der Eingang für die verschiedenen Museen und ein Besucherzentrum. Entworfen hat diesen Neubau David Chipperfield und gebaut wurde er von 2009 bis 2018.
Im Hintergrund das wieder aufgebaute Schloss, das sogenannte Humboldt-Forum. Blick über den Kupfergraben entlang der James-Simon-Galerie. Das Pergamon-Museum ist im Moment eine große Baustelle. Begonnen haben die Bauarbeiten 2021. Und noch bis 2025 soll die Baustelle bleiben. Das Pergamon-Museum wird komplett modernisiert und erweitert. Hier kann man schon den neuen Eingangsbereich erkennen. Nun laufen wir unter den S-Bahn-Gleisen durch. Die S-Bahn fährt mitten durch die Gebäude auf der Museumsinsel. Hier ein Überblick über alle Gebäude und Museen auf der Museumsinsel und eine kleine Zeichnung, wo sich welches Gebäude befindet. Dieses Gebäude ist seit 2018 geöffnet. Innen drin befindet sich ein Panorama des Künstlers Yadigar Azizi. Dieses Panorama zeigt die antike Stadt Pergamon im Jahr 129 nach Christus. Es ist wie ein riesiges Wimmelbild und es gibt überall etwas zu entdecken. Ich weiß gar nicht, ob dieses Gebäude geschlossen werden soll, wenn das Pergamon-Museum fertig umgebaut ist, oder ob das Gebäude bleibt. Das Bode-Museum befindet sich an der Spitze der Museumsinsel.
Es wurde von 1898 bis 1904 im Stil des Neobarock gebaut. In dem Museum befindet sich die Skulpturensammlung und das Museum für byzantinische Kunst. Außerdem beherbergt es ein Münzkabinett. Hier befindet sich der Eingang des Bode-Museums, direkt an der Spitze der Museumsinsel. Blick über die Spree Richtung Friedrichstraße. Nochmal der Blick über die Spree. Auf der linken Seite das große Gebäude ist das Zentralarchiv der Staatlichen Museen in Berlin. Und hier sind wir fast am Ende unseres Spaziergangs. Im Hintergrund kann man den Alexanderturm sehen. Wir sind am Ende angekommen und ich bedanke mich fürs Mitwandern. Abonniert meinen Kanal, um die neuesten Videos auf meinem Kanal zu sehen. Auch über ein Like würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!